ich bin Hans-Georg Wagner und seit ich 5 Jahre alt bin, will ich Indianerkanus bauen. Das war mein Kindheitstraum. Und als ich 31 Jahre alt war, bekam ich dieses Buch in die Hand. Das ist die Bibel aller Kanubauer, die Birkenrinnen-Kanus bauen. The Bark Canoes and Skin Boats of North America von Edwin Taberner-Atney und Howard E. Chappell. Hier ist sehr, sehr genau beschrieben, wie Birkenrinden-Kanus entstehen. Ich bin dann auf diese Stammesgruppe gekommen und habe versucht, diese Boote zu bauen. Alle Maße, die ich jetzt in den Tandembooten verwende, sind praktisch von dieser Zeichnung abgenommen. Also auch die Maße des Building Frames. Der Rest ist Learning by Doing. Nach wie vor ist dieses Buch der beste Hintergrund. Alle guten Kanubauer, die es heutzutage gibt, die Birkenrinden-Kanus bauen, haben sich mit diesem Buch beschäftigt. Ich habe 1994 angefangen, mit Freunden zusammen das erste Kanu zu bauen und habe statt Birkenrinde, da die ja hier nicht verfügbar ist, habe ich Birkensperrholz genommen. Das erste Boot ist geschwommen. Wir haben damit Familienurlaube gemacht. Das zweite Boot, was dann entstanden ist, 3 Jahre später, war ein Experiment, was nicht ganz gelungen ist, aber geschwommen ist es auch und schwimmt immer noch. Und das dritte Boot, da hatte ich dann einen Film gesehen aus dem kanadischen Filmboard und habe gesehen, wie 2 ältere Natives so ein Boot bauen. Und seit der Zeit benutze ich eben auch den Building Frame. Da erst hatte ich das kapiert. Alle Tandems und Solos in der 14 Fuß 8 Zoll Länge sind praktisch auf dem gleichen Building Frame errichtet. Zuerst ging es erstmal darum, ein Boot zu bauen und auszuprobieren, wie schwimmt sowas. Und es war faszinierend zu merken, dass sogar dieses erste Boot, was noch sehr, sehr schwer war, dass das im Wasser sich ganz leicht zu bewegen ließ, sogar als ich noch keine gute Paddeltechnik hatte. Und später dann, als wir dann gute Paddeltechniken gelernt hatten, war eigentlich der Traum, ein Boot zu bauen, mit dem man dann auf dem Wasser auch tanzen kann. Und ab Boot Nummer 17 ging das dann los, dass es eben auch als Soloboot zu tanzen geht. Die Besonderheit meiner Soloboote ist die, dass man mit ihnen sowohl die American Freestyle Techniken fahren kann, als auch praktisch unter Fahrt, also während der Fahrt in die Canadian Style Technik zu wechseln. Das erfordert eine Positionsveränderung im Boot. Das geht mit anderen Booten nicht so gut. Und ich bin sehr erstaunt, was für gute Fahreigenschaften meine Boote haben. Das Kenner, die sehr schätzen für ihre vielseitigen Fahreigenschaften. Es ist also sozusagen bei Solo-Tripping, also bei Tourenfahrten, kommt man ohne große Kraftanstrengung auf mindestens 6 km/h. Man kann das Boot beschleunigen fast auf 8 km/h und das auch längere Zeit paddeln in der Geschwindigkeit. Es ist unter Fahrt das Soloboot nicht mehr ganz so wendig, die Tandemboote immer noch, aber es hat also einen sehr, sehr guten Lauf, es hat eine sehr gute Wendigkeit, es hat eine sehr hohe Anfangs- und eine sehr hohe Endstabilität. Das sind so Dinge, auf die Kanu-Käufer auch achten. Und wo ich immer wieder erstaunt bin, wie robust es im Einsatz ist. Also wie wenig Pflege es braucht und wie wenig Angst man haben muss, auch mal Grundberührung zu haben und solche Dinge. Und da gibt es inzwischen also sehr, sehr viele Erfahrungen und meine Boote sind gepaddelt worden bis jetzt schon von Leuten, die sie schätzen, bis Wildwasserstufe 3,
sie sind auf steinigen Flüssen gepaddelt worden, sie sind sogar auf dem offenen Meer gepaddelt worden. Und es ist so, dass man ein sehr großes Gefühl von Sicherheit hat in diesen Booten und meistens trocken fährt. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass eine Welle ins Boot reingelaufen ist. Das sind also die 3 Bootstypen, die ich baue. 14 Fuß 8 Zoll Boote, Tandem. Davon habe ich bisher 18 gebaut. Das sind die Soloboote, die sind sehr geschätzt. Davon habe ich bisher 23 gebaut. Und dann gibt es noch das Mini. Das Mini habe ich bisher 3-mal gebaut. Und erst das dritte, also das ist hier das zweite Mini, was ich gebaut habe, die Nummer 15. Und das dritte Mini ist ein gutes Boot geworden, ein richtig gutes. Hier bei dem ist es so, dass das oftmals verglichen wird mit dem Twister von American Traders, aber der Twister ist dagegen ein sehr ruhiges Boot. Die Tandem und die Soloboote werden alle auf diesem Building Frame errichtet. Nur für den Mini habe ich einen kleineren. Ja, hier bei meinen Skulpturen sind sie untergebracht, die ersten Boote, die ich gebaut habe. Das ist Boot Nummer 2, das ist Boot Nummer 3, das erste, was auf diesem Building Frame gebaut wurde, Boot Nummer 6 und das ist Boot Nummer 10. Und mit diesen beiden sind wir ganz viele Touren gefahren und haben dann auch unsere ersten Choreografien mit diesen Booten getanzt. Ja, wenn man die Boote sieht, dann sieht man auch, dass der Weg bis zu der Qualität der jetzigen Boote doch sehr, sehr lang war und dass alles Beginnen halt wie überall schwer ist. Und letztendlich, wenn man ein gutes Boot bauen will, geht es nicht darum, es nur zum Schwimmen zu bekommen. Zum Schwimmen bekommt man alles. Aber es sind ja doch einige Fragen aufgetaucht bei den letzten Videos und wir wollen zusehen, dass wir so ein paar Details davon auch in weiteren kleinen Filmchen verraten werden.